Letzte Woche habe ich gefragt, was das wohl sein könnte. Es ist aus dem 3D-Drucker und es hat die Größe einer Visitenkarte oder einer Kreditkarte, ist halb so hoch, dafür ist es doppelt so dick. Und man kann es, hier hat es 2 Löcher, da kann man es an einem Schlüssel befestigen. So hat man es immer dabei. Oder eben passt es eben auch in die Brieftasche, in das Fach für die Kreditkarten. Und was ist es? Es ist der leichteste Handyaufsteller, den ich kenne. Und zwar funktioniert er folgendermaßen. Es wird hier unten in die Ecke eingehakt und dann steht das hier so. So. Ups. Ja, und jetzt könnte man hier angenehm einen YouTube-Film schauen. Diese Haken sind unterschiedlich. Das sind mal 8,5 mm und das sind 9,5. Und zwar, weil diese Handys ja auch unterschiedlich dick sind. Also das dünnere passt hier schön für den hier. Und der größere Ausschnitt würde zum Beispiel für das hier passen. Ups. So, also auch wenn man ein älteres Handy hat, passt es. Wenn es noch älter ist, passt es nicht mehr. Und wenn es ganz neu ist, wird es wahrscheinlich auch nicht passen, weil dann werden ja immer dünner. Dann wird das Loch wahrscheinlich auch zu groß sein. Auf jeden Fall haben es doch einige erraten, was es ist. Und der erste allerdings war der Ulrich Hahn. Und Ulrich, wenn du das siehst, schreib mir deine Adresse als E-Mail und dann schicke ich dir dieses Teil zu. Das hier war mein erster Prototyp, der hat genau die Größe einer Kreditkarte. Allerdings passt er eben nur für dünnere Smartphones, für die dicken nicht. Dann habe ich denen gedacht, na, der könnte noch eine Zusatzfunktion erfüllen. Dann habe ich diesen Ring genauso groß gemacht, dass hier ein Euro reinpasst. So, wenn man das dabei hat, dann hat man immer ein Reserve-Euro. Der passt hier wunderbar rein. Spricht auch für den 3D-Drucker, dass das schon schön passt. Und funktioniert genauso. Und dann habe ich gedacht, ich lasse alles weg, was ich nicht brauche. Und dann kam mir der hier. Der ist allerdings nur 1 mm stark und das ist etwas zu schwach. Das heißt, der verbiegt sich hier. So, ich habe gesagt, wer es als erstes errät, bekommt. Das ist mal für den Ulrich. Aber ich habe gesagt, wer den lustigsten, wenn es niemand errät, bekommt es der mit dem lustigsten Kommentar. Und es ist zwar erraten worden, aber der Kommentar vom Wood Yogi, der war so lustig, dass ich ihm dieses drum zukommen lassen möchte. Wood Yogi, please write me your address. You won this little chick for your funny comment. Thank you.
Nicht traurig sein, es gibt wieder diese Woche das Pfrümpftel der Woche. Das schaut so aus. Ich zeige es gleich nochmal genauer. Also das ist ungefähr so groß wie ein Euro. Also ist 20 mm hoch und 10 mm im Durchmesser und hat oben einen Schlitz mit 4 mm und hier unten einen mit 2,5. So. Das ist ein sehr nützliches Teil, das ich fast täglich verwende, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und ich brauche es allerdings nicht in der Werkstatt. Und man kann es auch nicht sinnvollerweise aus Holz herstellen, weil man es doch regelmäßig mit Wasser reinigen muss. Okay, wer es als Erster errät, bekommt es und diesmal bekommt auch derjenige dieses Teil, der den lustigsten Kommentar schreibt. Also es wird 2 Gewinner geben, wer es errät und wer den lustigsten Kommentar schreibt. Gut, vielen Dank fürs Zusehen.